Man hat eine komplett falsche Erwartungshaltung gegenüber Selenskyj kreiert. Warum der gesagt hat, ich schmeiße alle Friedensverhandlungen von Istanbul 22 über den Haufen. So, ich gehe da jetzt nach vorne und jetzt plötzlich lässt man den im Regen stehen. Ganz ehrlich, der Selenskyj ist eine tragische Figur in dem Ganzen. Das kann man alles machen. Aber jetzt stehen wir von dem Scherbenhaufen der Diplomatie. Wir haben Administrationswechsel in den USA und wir haben überhaupt kein Leadership. Wir haben keine Führung innerhalb der Europäischen Union. Wir haben überhaupt gar nichts mehr zu entscheiden. Und das ist auch tatsächlich hausgemacht. Hey Leute, das war mal wieder ein denkwürdiger Abend bei Lanz. Eigentlich wollten sie Alice Weidel entzaubern. Doch am Ende stand nur ein überforderter Markus Lanz da, der sich verzweifelt an seine Moderationskarten festhielt. Während die anderen Gäste kaum zu Wort kamen, dominierte Weidel die Diskussion mit knallharten Fakten und messerscharfer Rhetorik. Lanz versuchte alles, um sie aus der Fassung zu bringen. Doch sie blieb souverän und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Was genau passiert ist und warum dieser Auftritt für ordentlich Gesprächsstoff sorgt, seht ihr jetzt. Also bleibt dran, lasst ein Like da und haut eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr mehr von solchen Momenten sehen wollt, abonnieren nicht vergessen. Auf geht's! Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn die Parteichefin der AfD begrüßen, die sich am Wahlabend über einen, wie sie sagte, historischen Erfolg freute. Zweitstärkste Kraft mit 20,8%. Das ist so viel, dass das Dilemma der deutschen Politik seitdem für jeden fast täglich sichtbar wird. Fast jeden Tag müssen Unionspolitiker jetzt und auch Merz selbst mantraartig wiederholen, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird. Und manchmal hat man den Eindruck, es bereitet ihr wiederum fast schon ein sadistisches Vergnügen, genauso mantraartig genau das zu fordern, eine Koalition mit der CDU. Das, sagt sie, ist nämlich genau das, was sich die Wähler gewünscht haben, eine Mitte-Rechts-Regierung. Meine Hand dazu ist immer ausgestreckt. Und die Frage ist, meint sie das ernst oder ist es das, was sie meint, wenn sie sagt, wir werden diese Regierung jagen? Herzlich willkommen, Alice Weidel. Ja, was ist das für ein Spiel, das da gerade gespielt wird? Es ist interessant, dafür diesem Mann zuzuhören, Kollege von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der die AfD so gut kennt wie wenige andere, glaube ich, und der schon 2017 in einem wirklich brillanten Buch genau dieses Szenario entwickelt hat. Ein gescheiterter Kanzler Scholz, eine Regierungskrise. Und wenig später tritt dann ein prominenter Unionspolitiker, in dem Fall war es, glaube ich, Jens Spahn, vor die Kameras und sagt, wir haben uns die Sache nicht leicht gemacht, aber jetzt geht es nicht mehr anders. Wir machen eine Regierung mit der AfD. Trotzdem glaubt er offenbar, dass es zumindest in nächster Zeit nicht dazu kommen wird. Und zwar aus einem interessanten Grund. Es gibt, sagt er, nämlich nicht nur eine Brandmauer der CDU in Richtung AfD. Es gibt, was nicht vielen klar ist, offenbar auch eine von der AfD in Richtung CDU. Was genau meint er damit? Herzlich willkommen, Justus Bender. Ja, und apropos CDU, könnte es dennoch sein, dass die Regierungskrise schneller kommt, als wir denken? Dieser Mann ist der ziemlich mächtige Chef der Jungen Union, gerade zum ersten Mal, glaube ich, in den Bundestag eingezogen, der am 26. Februar, und das ist wichtig, also nicht lange her, in einem Interview mit den Kollegen der Welt einen Satz sagte, von dem man sich mal jeden einzelnen Teil auf der Zunge zergehen lassen muss. Und der Satz geht so: Die Schuldenbremse muss bleiben. Wir können nicht 3,5 Jahre lang sagen, sie ist wichtig und in der ersten Woche nach der Wahl alles vergessen. Das käme einem Wählerbetrug sehr nahe, um dieses scharfe Wort mal zu verwenden. Und die Frage ist, wie sehr beschäftigt ihn das? Wie sehr beschädigt das die Glaubwürdigkeit des eigenen Kanzlers, wenn man jetzt den Weg macht zu einer wirklich gigantischen Neuverschuldung? Und wie sauer ist er als Vertreter einer Generation, die das irgendwann alles bezahlen muss? Herzlich willkommen, Johannes Winkel. Und die Frage auch an diese Frau, wie geht es ihr, wenn sie diese Summe hört? Ungefähr 1 Billion, manche sagen sogar kumuliert 1,5 Billionen. Dazu muss man wissen, was sie hier in der Sendung über diese Schuldenbremse mal gesagt hat. Ich kann nur davor warnen, zu glauben, dass zwischen uns und dem Paradies nur die böse Schuldenbremse steht. Denn wenn wir die Schleusentore öffnen, dann fährt die Bahn deswegen noch lange nicht pünktlich.
Eine Frau, die weiß, wovon sie redet, Politikwissenschaftlerin, die sich für die Kollegen der Wirtschaftswoche sehr, sehr intensiv mit dem Zustand dieses Landes beschäftigt. Herzlich willkommen, Sonja Albares. Freue mich sehr. Ja, wir haben viel zu besprechen. Schönen guten Abend in die Runde. Vielleicht frage ich zunächst mal Johannes Winkel, Transatlantiker. Was haben Sie gedacht, als Sie das letzten Freitag im Weißen Haus mitgekriegt haben? Ja, das war, glaube ich, schon ein Stück weit schockierend. Und es war auch vorbereitet. Also es wurde ja dann hinterher von der Trump-Administration gesagt, Zelensky hat sich sozusagen daneben benommen und deswegen ist das hier alles eskaliert. Wer sich mal das gesamte Gespräch anschaut und insbesondere anschaut, wie Zelensky von Trump empfangen worden ist, der merkt, glaube ich, dass das vorbereitet war, eine vorbereitete Eskalation. Denn Trump sagt zu Zelensky am Eingang des Weißen Hauses, du hast ja hier schon wieder keinen Anzug angezogen. Die gleiche Frage stellt dann hinterher ein Journalist, der sehr, sehr nah bei Trump Vertrauter von Trump. Genau. Ein Vertrauter von Trump stellt dann die gleiche Frage nochmal. Und dann geht es sozusagen richtig rund. Also es macht schon einen sehr starken Eindruck, dass das vorbereitet war. In der Sache muss man sagen, dass die USA sich aus Europa zurückziehen. Das hat Trump mehrfach angekündigt. Und damit hängt auch diese gigantische Neuverschuldung zusammen, über die er macht das, was er angekündigt hat. Natürlich war das nochmal in gewisser Weise ein Stilbruch auch im Weißen Haus, aber das sind wir von Donald Trump gewöhnt. Frau Weidel, wie haben Sie das wahrgenommen? Wie geht Ihre Interpretation? Ihr Co-Parteivorsitzender nannte Zelensky dieser Tage einen Bettelpräsidenten. Wie finden Sie diese Wortwahl? Ja gut, also wir müssen einfach mal festhalten, was da passiert ist letzten Freitag im Weißen Haus. Es war aus meiner Sicht nicht vorbereitet, aber das ist auch hier nicht die Frage. Die Frage ist, wollen wir Krieg oder wollen wir Frieden? Und ich glaube, die eindeutige Antwort ist, dass wir Frieden wollen. Und Donald Trump hat die Tür geöffnet für Friedensverhandlungen. Er will genau das, was wir seit 3 Jahren als AfD im Deutschen Bundestag fordern. Wir wollen Friedensverhandlungen, wir wollen Waffenstillstand haben, um dieses unnötige, unsinnige Sterben so schnell wie möglich zu beenden. Und darauf arbeitet Donald Trump zu. Und jetzt noch mal zu Ihrer Frage zurück, was sich dort abgespielt hat. Ich glaube, es war historisch, es war ein reinigendes Gewitter, weil vor den Augen der Weltöffentlichkeit, und das ist neu gewesen, nicht hinter verschlossenen Türen, sondern vor aller Augen sehr deutlich wurde, wo Trump hin möchte. Sein Vizepräsident J.D. Vance, den ich auch getroffen habe in München, ein unglaublich weiser, vorausschauender Mann. Die Leute, die haben das kann man so oder so sehen. Ich sehe das so, ein Mann mit einer Vision für Amerika und auch einer Vision für die Ukraine. Und diese Leute wollen Frieden. Und die Europäer haben das Zepter des Handelns aus der Hand gegeben. Das hat dieses Gespräch auch noch gezeigt. Wir sind überhaupt nicht mehr im Driver's Seat. Uns fragt niemand mehr. Wir spielen gar keine Rolle mehr. Es wird hier verhandelt. Also es ist tatsächlich so. Wir haben keine europäische Führung mehr. Und das ist natürlich sehr, sehr schwerwiegend für uns. Darf ich noch mal fragen? Also Bettelpräsident, wie finden Sie sowas? Ja, das kann man sagen. Ja, ich meine, Zelensky ist da 3 Jahre lang um die Häuser gezogen und hat wirklich um Geld gebettelt. Sie würden sich dieses Vokabular zu eigen machen? Sie das kann man in der Überspitzung sagen. Inhaltlich ist es auf jeden Fall richtig. Der ist um die Häuser gezogen. Der vertritt ein Land, das brutal angegriffen worden ist von Russland, dessen Existenz auf dem Spiel steht, der mit ansehen musste, wie Hunderttausende vertrieben worden sind. Wenn Sie mal in der Ukraine waren, dann werden Sie erleben, dass Sie keinen Menschen dort treffen. Keine Familie, kein Kind, keine Frau, keinen Soldaten. Waren Sie mal da in der Ukraine? Nein. Es ist wirklich interessant, weil man dann versteht, was das eigentlich ist. Und in Wahrheit ist das eine zutiefst moralische Angelegenheit. Das ist nämlich eine Schlacht zwischen Gut und Böse. Und darum wollen wir es ja auch beenden. Ja, aber Frau Weidel, das wollen alle. Also sozusagen Nein, der Präsident wollte es letzten Freitag nicht. Und das war explizit. Und wir müssen Frieden schaffen. Weil es ist nicht Zelensky, der Zelensky, sagen Sie, der will keinen Frieden? Das hat er gesagt. Und jetzt ist er zurückgerudert, weil das Ganze nämlich vor der Kamera eskaliert. Doch. Er wollte nicht auf den Frieden hinarbeiten. Und das ist auch der Grund, warum er das Weiße Haus verlassen musste. Er wollte den Deal nicht, er wollte die Erpressung nicht
Er wollte Sicherheitsgarantien haben und er wollte sich nicht mit der Pistole an der Schläfe erpressen lassen. Das ist doch was anderes. Ja, aber er wir will sich müssen nicht hier, unterwerfen. also wir müssen hier einen Friedensvertrag machen. Und was ich Darf ich hier Sie zum noch mal Beispiel fragen? auch von der deutschen Politik vermisse, und das habe ich beispielsweise auch von dem angehenden Bundeskanzler überhaupt gar nicht gehört bisher, wie eigentlich die Strategie für die Ukraine aussieht. Man sagt die ganze Zeit, wir stehen an der Seite der Ukraine, Putin ist böse. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde die Diskussion viel zu verkürzt. Es ist mir viel zu wenig. Mir fehlt komplett die außenpolitische Strategie her. Die europäische außenpolitische Strategie fehlt möglicherweise. Ich würde trotzdem noch mal gerne darauf zurück. Sie sagten gerade, J.D. Vance ist ein unglaublich weiser Mann Ja, mit einer Vision für Europa. richtig. Wir müssen uns... Was ist die Vision für Europa? Das würde mich mal interessieren. Er möchte, also die USA, und das haben Sie ja auch deutlich gemacht, sie wollen Partner auf Augenhöhe haben. Ziemlich einfach. Sie wollen keine Trittbrettfahrer mehr haben. Sie wollen auch nicht mehr für Europa bezahlen. Und das ist auch der Grund, warum hier gerade mit Militärausgaben aus amerikanischer Richtung für Europa gespielt wird. Sie wollen einfach, dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen und nicht mehr dafür bezahlen. Und das ist völlig legitim. Und vor allen Dingen in erster Linie, und darum geht es hier, darum habe ich gesagt, es geht hier um Krieg und Frieden. Was wollen wir eigentlich? Und darum fehlt mir hier komplett die außenpolitische Strategie der anderen Parteien. Wie sieht ein Frieden eigentlich aus? Wir wollen das auch. Wir wollen einen Waffenstillstand. Wir wollen dieses Sie als unsinnige... AfD? Wir als Alternative für Das will Deutschland. die Junge Union, das Nein, will Frau das- Alvarez, das will Justus Bender, Nein, das will ich überhaupt auch, nicht. das will jeder. Doch. Nein, Friedrich Merz hat es doch gerade noch artikuliert. Frau Weidel, das ist doch nicht in Man Ordnung. möchte, Sie können doch nicht... Hat er doch in der Elefantenrunde gesagt. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, wir stehen an der Seite der Ukraine. Taurus-Lieferung ist immer noch nicht vom Tisch. Waffenlieferungen sind nicht vom Tisch. Soldaten in der Ukraine sind auch nicht vom Tisch. Ich muss Ihnen sagen, wir müssen das beenden. Das und hat erstmal fehlt nichts es. damit zu tun, ob er Frieden möchte oder nicht. Aber er hat gerade Wir können bisher nicht ernsthaft. überhaupt Ich finde, keine wenn Strategie. wir uns auf Er hat den keine Strategie Basiskonsens formuliert. nicht mehr einigen können, dass alle die von außerhalb sozusagen daran beteiligt sind, dass Wie die soll denn der prinzipiell natürlich Frieden Basiskonsens wollen. aus Ihrer Sicht aussehen? Ich finde, der Minimalkonsens auch in dieser Runde muss doch sein, dass wir das alle wollen. Dass alle wollen, dass dieses Sterben aufhört. Ich kenne nur einen, der das offensichtlich nicht will. Das ist der Mann, der gerade in der letzten Woche wieder Dutzende, 300 Gleitbomben in wenigen Tagen da reingeschickt hat, um klarzumachen, wer am längeren Hebel sitzt. Der Mann, der seine Armee aufgerüstet hat, mittlerweile auf 1,5 Millionen aktiv unter Waffen. Und das sind hier die aktuellen Bilder aus Charkiw zum Ja, und Beispiel. darum muss man das beenden. Und der sagt, wir brauchen 2,5 Millionen unter Waffen. Jemand, der 3000 Gleitbomben im Monat in der Lage ist herzustellen. Will der Frieden? Also, ich bin deutsche Politikerin. Ich fordere seit 3 Jahren Friedensverhandlungen. Das ist nicht die Frage, Frau Weidel. Und genau, doch, das ist genau die Frage, um das da, was Sie da gerade zeigen, das schreckliche, unnötige Sterben zu beenden. Und darum möchte ich einen sofortigen Waffenstillstand und ich möchte Friedensverhandlungen haben. Und im Übrigen wollen es die Ukrainer mehrheitlich auch. Hat man mal die Ukrainer gefragt? Da ist ein Präsident, der vielleicht ein paar Prozent Unterstützung hat, der Neuwahlen verweigert. Die Ukraine braucht vor allen Dingen erst einmal, Zelensky muss vor allen Dingen, dann hätte er schon lange Wahlen herbeigeführt. Zelensky muss als Während des Krieges ist es schwierig, Wahlen zu er muss organisieren. auf jeden Fall als allererstes Wahlen herbeiführen, dass wir eine Legitimation haben für Friedensverhandlungen. Es ist Kriegszustand, das wissen Sie ja auch. Sie wissen auch, dass Wahlen dort einfach logistisch im Moment wahnsinnig schwer umzusetzen sind. Sie sind eine intelligente Frau und ich frage mich gerade, warum Sie das so sagen. Weil ich... Was, Friedensverhandlungen? Nein, warum Sie sagen, dieser Präsident ist beispielsweise nicht legitimerweise dort, wo er gerade ist. Weil er keine Wahlen abhält. Der hat Krieg in seinem aber Land. Er muss jetzt Wahlen Seine abhalten. eigene Verfassung sieht das vor, dass keine Wahlen abgehalten werden müssen, wenn Krieg im Ja, dann wird eigenen es aber Land jetzt ist. höchste Zeit, damit er legitimiert ist. Nee, das Zweite ist, wie machen Sie das mit den Wahlen konkret jetzt mal? Weil was Sie da gerade machen, Sie übernehmen ja gerade komplett das Narrativ von Dmitri Peskov, dem Kreml-Pressesprecher. Der redet auch so. Nee, Trump redet auch so und der Nein, das weise ist Mann, genau den das, Sie was gerade wir genannt seit- haben, J.D. Vance, redet genauso. Ja, und? Wir fordern das seit 3 Jahren, dass da endlich mal Ordnung reinkommt. Dass endlich mal Ordnung reinkommt. Ja, richtig. Aber okay, sind wir uns vielleicht einig darüber, wer diesen Krieg ausgelöst hat? Wer war das? Natürlich, das sagen wir auch. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriff von Russland. Auf die Ukraine, Richtig, korrekt. der Ukraine aufgezwungen wurde. Und jetzt
heißt es, diesen Krieg zu beenden. Das heißt, Sie würden dann sagen, die Ukraine hat das zu akzeptieren, was man dann sowas wie einen Diktatfrieden nennt? Nein, man muss überhaupt gar keinen Diktatfrieden akzeptieren. Was machen Sie? Es wird ja verhandelt. Und es sollen da auch Verhandlungen über Rohstoffvorkommen, das soll ja auch verhandelt werden. Auch da sitzen wir nicht am Tisch. Aber ich glaube, Erpressung dass wir ist das bessere darüber... Wort dafür? Es ist mir eigentlich, Herr Lanz, relativ egal, wie Sie das nennen wollen. Für mich ist es ganz entscheidend, dass wir ein... Wie nennen Sie das, Frau Weidel? Ich will ein bisschen was verstehen von Ihrem Wertesystem. Aber Wie dann nennen lassen Sie das, Sie was mich da doch stattgefunden einfach hat? ausreden, wenn Sie mir die Frage stellen. Okay. Wir brauchen Moratorium und wir brauchen Waffenstillstand. Der Waffenstillstand, der muss mindestens für 3 Monate verhandelt werden. So, und dann setzen Sie sich an den Tisch und dann verhandeln Sie die Friedensposition. Okay. Ein Frieden ist immer ein Verhandlungsfrieden. Und sich jetzt dahin zu stellen, und das ist so das allgemeine Narrativ auch gegen die USA, die den Frieden wollen, das als Diktatfrieden zu deklarieren, das halte ich auch ehrlich gesagt für viel zu verkürzt. Ich halte das auch ein Stück weit für unseriös. Das wird den Verhandlungen nicht gerecht. Ich glaube, Sie haben einen Punkt sehen Sie falsch, und zwar, dass die Prio 1 von Trump Frieden wäre. Ich glaube, die Prio 1 von Trump ist, kein amerikanisches Steuergeld mehr für die Ukraine auszugeben. Die Meinung kann man haben. Dann verliert man natürlich aber auch den Anspruch, international der größte Spieler zu sein, den die USA immer hatten. Und das ist natürlich eine Sache, die einen zutiefst beunruhigen muss, wenn die USA sagen, übrigens ist ein Konflikt irgendwo in Europa, keine Ahnung, haben wir nichts mit zu tun, ist uns egal. Und ehrlicherweise, es ist natürlich auch, weil da immer viel von dem, den Sie beschreiben als weisen Mann, von J.D. Vance, weil immer viel über Dankbarkeit gesprochen worden ist. Europa und die NATO, Deutschland, Großbritannien, hat auch den USA geholfen, als die Taliban in das World Trade Center geflogen sind. Und da sind sehr viele britische Soldaten gestorben, da sind 63 deutsche Soldaten gestorben, sozusagen für die Amerikaner, weil wir eben nicht nur irgendwie 2 Länder sind, die irgendwie zusammenarbeiten, sondern weil wir eigentlich im Ursprungsidee des Westens befreundete Staaten sind, die sich gegenseitig helfen. Und das ist eben nicht nur eine Frage, wie viel Steuergeld geben wir wofür aus. Und wenn es uns nicht unmittelbar nutzt, dann ziehen wir uns zurück und lassen alle anderen im Stich. Und das ist eben diese Position, die ich jetzt nicht weise finde von J.D. Vance und von Donald Trump, sondern die ich ein Stück weit geschichtsvergessen finde und die natürlich auch den Anspruch untergräbt international. Aber ist das denn nicht auch, Herr Winkel... Sie dürfen sofort, Frau Weidel. Ich würde gerne einmal... Mich würde das noch mal interessieren. Sofort. Gerne. Ich würde Ihnen gerne dazu eine Frage stellen, weil ich sozusagen die Logik der AfD nicht verstehe. Die Amerikaner ziehen sich zurück. Die haben jetzt auch entschieden, dass sie die Satellitenunterstützung für die Ukraine mit Zieldaten und russischen Truppenbewegungen einstellen. Das ist der Worst Case für die Ukraine. Das heißt, die Ukraine verliert diesen Krieg ab jetzt, wenn sie keine amerikanische Unterstützung mehr hat. Das heißt, wir haben vorrückende russische Truppen und wir haben immense Fluchtbewegungen, vor denen wir stehen, Das aus der wäre Ukraine genau die nach Frage. Deutschland, Genau. die wir alle, also da müssten Sie sagen, was wir mit denen machen wollen. Wenn wir keine Fluchtursachenbekämpfung im Sinne einer Stabilisierung der Ukraine machen, stehen wir vor dieser Flüchtlingswelle. Und da würden Sie doch auch sagen, das wollen wir nicht. Ja, das ist vor allen Dingen der Unterschied zwischen Ihrer Sichtweise und meiner Sichtweise. Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Ukraine diesen Krieg gar nicht gewinnen kann. Und das war eine völlig falsche Kreierung, eine Erwartungshaltung auch an die Ukraine. Hier plötzlich rumzuwedeln mit Geldern, mit Waffen, mit Soldaten. Man hat eine komplett falsche Erwartungshaltung gegenüber Zelensky kreiert. Warum der gesagt hat, ich schmeiße alle Friedensverhandlungen von Istanbul 22 über den Haufen. So, ich gehe da jetzt nach vorne und jetzt plötzlich lässt man den im Regen stehen. Ganz ehrlich, der Zelensky ist eine tragische Figur in dem Ganzen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Den hat man erst vorgeschickt, da hat man gesagt, du verhandelst bitte nicht über den Frieden, wir unterstützen dich. Jetzt wird das wieder zurückgezogen, weil wir einen Administrationswechsel haben. Auch dieses ganze Hin und Her ist sehr ungut. Warum wir von Anfang an gesagt haben, wir waren die Einzigen und dann hat man uns dann irgendwie überschüttet als Putin-Versteher und keine Ahnung mit irgendeinem Schrott. So. Und das Ganze haben wir gesagt, das geht nicht auf für die Ukraine. Die Ukraine kann niemals diesen Krieg gewinnen. Das haben wir immer gesagt, nie etwas anderes. Und darum hätte man sich gleich an den Anfang an den Tisch setzen müssen, um seriös über den Frieden zu verhandeln. Nein, man hat das Gegenteil gemacht. Das kann man alles machen. Aber jetzt stehen wir von dem Scherbenhaufen der Diplomatie. Wir haben Administrationswechsel in den USA und wir haben überhaupt kein Leadership. Wir haben keine Führung innerhalb der Europäischen Union. Wir haben überhaupt gar nichts mehr zu entscheiden.
Und das ist auch tatsächlich hausgemacht. Aber wie kann man Sie nicht als Putin-Versteher bezeichnen, wenn Sie gar nicht den Aggressor, nämlich Putin selbst, Sie haben es ja gerade gesagt, dazu auffordern, den Krieg zu beenden? Das könnte er sofort tun. Ja? Aber das haben wir doch immer gesagt. Friedensverhandlungen, Waffenstillstand und dass das ein völkerrechtswidriger Angriff war, das haben wir nie in Frage gestellt. Ich auch nicht. Nur das Problem ist doch, wenn wir so eine Situation haben, dann müssen wir doch schauen, wie wir das lösen, sauber analytisch. Und dann hat wirklich 3 Jahre lang diese Schwarz-Weiß-Malerei, diese Malerei und in Gut und Böse, hat uns überhaupt gar nicht nach vorne gebracht. Ganz im Gegenteil, es hat uns in eine diplomatische Sackgasse geführt, die wir gar nicht als Europäer mehr lösen können. Und darum stellt sich jetzt ein Donald Trump dahin und löst das mit dem am Tisch und wir sind gar nicht mehr dabei. Und das ist eigenverschuldet. Aber niemand will doch mehr Frieden als Zelensky und als die Ukrainer. Zelensky hat jetzt 3 Jahre lang das Land verteidigt, hat eben diese Demokratie verteidigt. Er möchte eine Anbindung an die EU. Ja? Und dafür hat er gekämpft. Er ist doch keine tragische Figur, sondern hat dort für die Freiheit seines Landes gekämpft. Und er ist ja bereit zu Friedensverhandlungen. Genau deshalb ist er doch auch am vergangenen Freitag nach Washington gereist, weil er ja bereit war, das Rohstoffabkommen zu unterzeichnen. Aber natürlich eben nicht unter der Bedingung, dass er dort erpresst wird. Es ist doch selbstverständlich, dass er dann entsprechende Sicherheitsgarantien von den Amerikanern haben möchte. Und er ist da in einer brutalen Breitbeinigkeit vorgeführt worden. Frau Weidel, Sie haben gerade gesagt, man muss das sauber analysieren. Und auf einem anderen Level, und es würde mich mal als Frage auch in die Runde insgesamt interessieren, da passiert ja noch etwas anderes. Was ist das eigentlich für ein Weltbild dieses weisen J.D. Vance, den Sie gerade zitiert haben, der ja, wenn er so klug ist, wie Sie sagen, und ich gehe sehr davon aus, ich halte den für ziemlich brillant. Und mit dieser Brillanz kann man, glaube ich, eine Menge Dinge anrichten, die nicht wirklich gut sind. Was da in München passiert? Ja, zum Beispiel kann man den Europäern und die europäischen Gesellschaften spalten, indem man ihnen einredet, ihr habt hier keine Meinungsfreiheit mehr. Das tun sie ja auch. Das ist ja auch ihre Erzählung. Man darf hier nicht mehr sagen, was man will. Wir haben hier eingeschränkte Meinungskorridore und all diese Dinge. Und wenn man sich das mal anschaut, dann sagt er doch in Wahrheit in München, ähnlich brutal, wie es jetzt im Weißen Haus passiert ist, entweder er gibt uns die seltenen Erden und ansonsten keine Hilfe mehr, sagt er dort in München, entweder ihr hört auf, unsere großen Technologiekonzerne zu reglementieren, ihr hört auf mit eurem EU-Wahnsinn, Kontrolle, Fake News und so weiter, ihr hört auf, die ganzen Lügen zu zensieren, die wir gerne weiterhin in die Welt bringen wollen. Oder aber, ich fange an, eure Gesellschaft auf diese Art und Weise zu destabilisieren. Das ist eigentlich das, worum es doch wirklich ging. Aber Sie haben mir gerade unterstellt, dass irgendwer Lügen in die Welt bringen will. Das stimmt doch alles überhaupt gar nicht. Diese Leute tun den ganzen Tag nichts anderes. Welche diese Leute? Welche Leute? Entschuldigung, da hinten auf diesem Foto sitzt ein Präsident, der seinem eigenen Land eingeredet hat und seiner Bevölkerung erfolgreich eingeredet hat, dass dort eine Wahl geklaut worden ist. Da sitzt ein Präsident, der sein eigenes Volk so dermaßen auf die Bäume getrieben hat, dass die mittlerweile glauben, ihre eigene Demokratie funktioniert nicht mehr. Das ist die große zentrale Lüge, die über allem steht. Und dann kommt noch der ganze andere Mist noch dazu. Oder würden Sie das bestreiten? Der nennt Zelensky einen Diktator und kann sich wenig später nicht mehr daran erinnern. Der hat vergessen offensichtlich, wer diesen Krieg angefangen hat, wer eigentlich der Aggressor ist und wer das Opfer ist. Was ist das als Lügen? Der faselt was über 350 Milliarden Dollar an Hilfe für die Ukraine. Stellt sich raus, es ist ein 180 Millionen Betrag oder Milliardenbetrag ungefähr. Behauptet, die Europäer hätten das sozusagen nur als Kredit gegeben, was sie ihrerseits gemacht haben, was auch nicht stimmt. Und dann sitzen da, wie viel Lüge wollen Sie noch? Also Sie bezeichnen hier gerade den amerikanischen Präsident als Lügner. Also das kann Amerika ist voll von Menschen, die das auch tun. Also das habe ich nicht exklusiv. Aber das ist Ihre Meinung. Ich habe eine ganz andere Meinung und er ist jedenfalls kein Demokrat, denn Demokraten akzeptieren Wahlergebnisse. Oh, das wird ihn natürlich interessieren, dass gerade Sie das sagen, dass er kein Demokrat ist. Also ich finde das... Ich habe nicht den Anspruch, ich glaube nicht, dass den amerikanischen Präsidenten diese Sendung schaut. Aber ich finde es wirklich ungeheuerlich. Ja, wenn Sie ungeheuerlich finden, dass dass man Leute kritisiert, die freie Wahlen nicht akzeptieren und die sagen, ich bleibe im Amt, obwohl ich abgewählt worden bin, dann ist das Ihr Ding. Sie wollen. Ich glaube, J.D. Vance hat eine Sache... Sie können sagen, was Sie wollen. Ich teile nur Ihre Meinung nicht.
Weil wir gerade bei JD, ja okay, wenn Sie der Meinung sind, dass Wahlergebnisse nicht zählen, dann haben wir in der Tat eine unterschiedliche Meinung. Ich glaube, man sollte freie Er Wahlen. hat Wahlen gewonnen. Ja. Ja, aber er hat eine Wahl verloren und hat es nicht War akzeptiert. die Wahl geklaut in Amerika, Oder nicht? Frau Weidel? Was würden Sie sagen? Ach, wissen Sie. Das ist aber jetzt wirklich interessant, weil wenn Sie das nicht kritisieren, also man kann über Donald Trump, Also glaube ich habe gerade- verschiedener Meinung sein, es ist- aber er hat eine freie, geheime Wahl, das Ergebnis, nicht akzeptiert. Oder sehen Sie es anders? Also ich habe damals Joe Biden zu seiner Wahl gratuliert. Also Ja, ich weiß jetzt genau. nicht, worüber Sie jetzt reden wollen. Ja, also Die Frage war, glauben Sie, dass diese Wahl geklaut war oder war sie nicht geklaut? Also das ist doch amerikanische Innenpolitik. Das müssen die doch bewerten. Also Sie kriegen den Satz, diese Wahl Nein, Joe war... Biden wurde doch gewählt. Ich habe ihm gratuliert. Worüber diskutieren wir hier eigentlich? ja gut, Ich aber weiß dass es man nicht. dass man sowas nicht kritisiert, das finde ich schon, wenn man sich jedenfalls selber Demokratin nennt, wie Sie es ja tun, dann finde ich das schon hammerhart. Ich glaube, JD Vance ist, ich glaube, JD Vance Was denn? Was ist hammerhart? jemanden nicht zu kritisieren, der ein Wahlergebnis nicht Ich habe Ihnen dazu akzeptiert. doch gerade alles gesagt. Ich Waren Sie habe zumindest Joe Biden gratuliert, der war Präsident. Was gibt's denn da jetzt wirklich so zurückzublicken? Okay, alles klar. Und jetzt ist er Präsident und jetzt sagen Sie einfach, er sei kein Demokrat. Und diese Meinung teile ich Er hier hat ein einfach demokratisches nicht. Ergebnis nicht akzeptiert und wollte es mit Gewalt beseitigen. Und jetzt hat er wirklich die Wahlen gewonnen und das mit einer großen Also soll man so Mehrheit. lange- Mit Glauben so, Sie- ich Frau weiß Bender, nicht, worüber Sie Frau Weidel, eigentlich Herr hier Bender sprechen möchte gerne. wollen. Ich meine, wir haben riesige deutsche Probleme Reden hier. wir gleich darüber. Reden Und wir gleich. Sie wollen jetzt hier irgendwie so ein Zeug diskutieren. Ich weiß nicht, worauf Was Sie ich so hinaus seltsam ist kein finde, Zeug. die patriotische Position gegenüber diesem Ganzen wäre doch, dass wir unsere Interessen behaupten. Darüber sprechen Sie auch immer. Sie wollen ein Europa der Vaterländer, ein Deutschland, das sich behauptet. Ja. Und dann sozusagen zum Beispiel mit einem Elon Musk befreundet zu sein, der die deutsche Autoindustrie vernichten will. Donald Trump will die deutsche Autoindustrie vernichten. Sie haben ganz viele Arbeiter unter Ihren Wählern. Elon Musk befürwortet einen NATO-Austritt der Amerikaner. Wenn irgendetwas im deutschen Sicherheitsinteresse ist, dass wir die Amerikaner so lange wie möglich halten, hier in Westeuropa als Schutzmacht. Und lauter solche Sachen, das ist ja alles, die arbeiten gegen uns, die bauen eine Gegnerschaft auf, führen Handelskriege mit ihren Partnern. Da ist die patriotische Position doch nicht eine Nähe zu suchen, sondern selbstbewusst zu sein und auch in die Gegnerschaft auszuhalten. Und da wundert mich das so, dass Sie da relativ jovial und freundlich sind gegenüber Trump und Musk und allen anderen. Weil wir eine partnerschaftliche Beziehung mit der amerikanischen Administration wollen, mit Russland und beispielsweise auch mit China. Wir wollen einfach ansprechbar sein. Und das ist unsere Verantwortung als Deutsche. Wir sind zweitstärkste Kraft mittlerweile in Deutschland. Und wir haben alle Gesprächskanäle zu unseren Nachbarstaaten offen und zu den USA, zu Russland und zu China. Und ich halte das für absolut wichtig. Und das wäre die Verpflichtung einer jeden verantwortungsvollen deutschen Bundesregierung, ein gutes Verhältnis zu unseren Haupthandelspartnern im Übrigen zu haben und nicht einfach alles hier vom Tisch zu wischen, unverantwortlich eine Energiepolitik hier einzuführen, den Gashahn aus Russland zuzudrehen und uns hier in eine eklatante Wirtschaftskrise reinzuführen aufgrund einer viel zu hohen Energiebepreisung, weil uns die Energiepreise um die Ohren fliegen. Wer hat den Gashahn zugedreht? Entschuldigung, wer hat den Gashahn zugedreht? Ich halte das für unverantwortlich. Ja, wieso? Wir haben doch erst mit den Sanktionen angefangen. Und dann wurde uns doch Nord Stream 2 vor der Nase weggesprengt. Und dann haben wir einfach plötzlich gemerkt, oh, die Energiewende und die erneuerbaren Energien. Nein, Weidel, genau, nee. das funktioniert wir ja müssen schon gerade sauber nicht. bleiben. Also, Ja, das bleiben wir ja jetzt gerade. Nein, Lassen Sie Entschuldigung. mich doch, die Argumentationskette wir ist doch haben ganz nicht einfach. beschlossen, dass wir kein Gas mehr aus Russland Wir haben wollen. haben Sanktionen Putin verhängt. hat, weil er wusste, wie abhängig wir sind, Und dann zu haben über wir 50% Sanktionen verhängt. haben die den Gashahn langsam Aber zugemacht. wissen Sie, was Erinnern Sie sich passiert an den ist? Herbst 21? Ja, und wir haben Sanktionen verhängt. So, und auf russisches Erdgas durfte nicht mehr importiert werden. Dann wurde uns Nord Stream 2 vor der Nase weggesprengt. So, und die Regierung hat nicht mal eingefordert, das aufzuklären. Ein Angriff auf unsere kritische Infrastruktur. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, den ich gerade nicht zu Ende führen konnte. Es wurde explizit
dass das russische Erdgas, das günstige russische Erdgas, eigentlich die erneuerbaren Energien kompensiert hat, supplementiert hat. Das heißt, dass dafür gesorgt hat, wenn wir Ausfälle aufgrund vom Flatterstrom hatten, dass wir importieren konnten. Das ist plötzlich weggefallen, dann sind uns die Energiepreise durch die Decke gegangen. Und dann kommt dann eine unverantwortliche Ampelregierung daher und stellt auch noch 6 Atomkraftwerke in der größten Energiekrise ab. Durch gefakte Daten hier und da. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob diese neue Ampelregierung auf Steroiden unter CDU-Führung überhaupt diese 6 Kernkraftwerke wieder anstellt. Das war das ganz große Versprechen. Lass uns einmal noch mal ganz kurz weg von diesem Thema, weil ich gerade noch mal einen anderen Punkt. Nee, wir kommen gleich dahin wieder zurück. Aber das, was Sie gerade wieder machen, Sie werfen dann so Wörter in die Runde, Sie sagen mit so gefakten Daten, ich weiß nicht, auf welcher Basis Sie das sagen. Das ist doch das Sie sagen so ganz entspannt, wir haben das uns ist der das Skandal ganz kurz, im Habeck-Ministerium ganz kurz, gewesen. wir haben uns das Gas, lassen Sie mich auch ausreden, bitte. Wir haben uns selbst das Gas abgestellt, die haben uns das Gas abgestellt. Also lauter so Halbwahrheiten und Dinge. Und das passt ehrlich gesagt zu etwas, worüber ich gestolpert bin und dachte, Wahnsinn, da bist du ja wirklich bei Trump, da bist du wirklich bei dem, was am 6. Januar passiert ist. Da bist du bei der Frage, wie zuverlässig sind eigentlich noch Wahlen, wie sehr funktioniert eigentlich noch dieses demokratische System. Am 23. Februar diesen Jahres schreiben Sie, liebe Freunde, am 23. Februar steht eine wichtige Wahl an, jede Stimme zählt und so weiter. Damit die Auszählung transparent und korrekt abläuft, Tweet von Ihnen, brauchen wir euch als Wahlbeobachter. Wahlbeobachtung ist ein ganz normaler, wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. Sorgt dafür, dass alles nachvollziehbar und reibungslos abläuft. Jeder kann mitmachen, ganz ohne Vorkenntnisse. Und das Beste, ihr müsst euch nicht mal anmelden. Ihr könnt euch einfach am Wahltag ins Wahllokal stellen und beobachten. Also geht zum Wahllokal oder zur Briefwahlauszählung. Eure Präsenz hilft, den demokratischen Prozess zu begleiten und das Vertrauen in die Wahl zu stärken. So, und ich lese das und denke, interessant. Und dann stolper ich über eine Empfehlung von Tino Kruppalla, der sagt, Briefwahl würde ich verbieten, weil das ist irgendwie etwas, das ist so ein bisschen verdächtig. Dann lese ich weiter und stolpere über Lars Hünig, Landtagsabgeordneter in Brandenburg. Wenn wir morgen in einer Regierungsverantwortung sind, dann müssen wir diesen Parteienstaat abschaffen. Wir brauchen keine Parteien, die vom Staat bezahlt werden, den sie eigentlich kontrollieren und lenken sollen. Da geht es dann um die Demokratie grundsätzlich. Und dann kommt Björn Höcke, der in Sonneberg warnt und sagt, geht bitte direkt ins Wahlbüro, bleibt am Ende noch da und kontrolliert die Auszählung und notiert euch die Ergebnisse. Sicher ist sicher. Und das ist exakt dieses Geraune, das ich bei Trump immer wieder höre. Das ist exakt dieses Geraune, das Sie hören, wenn Sie mit republikanischen Wählern in Amerika sprechen. Das ist exakt dieser Sound. Warum machen Sie das? Was ist denn daran falsch? Also Sie haben das jetzt hier gerade vorgelesen und ich halte das alles für richtig. Weil also Sie würden sagen, in legitim, Deutschland brauchen wir... Darf ich jetzt ausreden? Ja, ganz kurz. Sie würden sagen, in Deutschland brauchen wir Leute, die eine Wahl, die abläuft, beobachten, die daneben stehen und sagen, hier läuft wirklich alles korrekt. Würden Sie das sagen? Was? Natürlich. Natürlich. Jeder soll doch in ein Wahllokal gehen können. Das ist ja auch ich finde sogar, dass das eine Bürgerpflicht ist. Ja, so. Ich finde Wahlbeobachtung unglaublich wichtig. Und das sorgt natürlich auch für Transparenz, dass man sich daneben stellen kann und man kann mithelfen. Björn Höcke, das sicher ist sicher. Ja, aber wissen Sie, wie oft es zu Neuauszählungen gekommen ist, weil es zu Fehlern in der Auszählung gekommen ist? Da bin ich ja froh, dass jemand daneben gestanden hat und hat das mit reklamiert. Da wurden die Stimmen neu ausgezählt. In Nordrhein-Westfalen gab es solche Fälle und dementsprechend, also schon vor vielen Jahren. Das ist doch gut, wenn das mit kontrolliert wird. Also ich verstehe jetzt nicht so richtig, was daran falsch sein soll. Sie ganz im Gegenteil. Sie verstehen das ganz genau. Sie schüren damit Zweifel. Sie verstehen das ganz genau. Das ist eine Bürgerpflicht. Ich würde einmal gerne Justus Bender hören und dann Johannes Winkler. Erst Herr Bender. Die Wahrheit ist ja, man kann da immer hingehen ins Wahlbüro. Ne? Jeder Bürger kann da zuschauen bei der Auszählung. Und wenn Sie sagen, Sie wollen das Vertrauen in die Demokratie stärken, Sie wollen natürlich gerade das Misstrauen sehen, dass es etwas ist, was da irgendwie clandestin im Geheimen wird da irgendwie ausgezählt und dann vielleicht auch falsch. Jeder kann zugucken, jeder kann hingehen es gibt ja auch keine Skandale. Es gibt immer mal kleine Fehler, die werden dann korrigiert. Ja, aber Sie schön, können nicht so einen Popanz aufbauen, der das Vertrauen in die Demokratie
Demokratie zerstört. Das ist gefährlich, das ist ein Problem. Deswegen Also jetzt ist tatsächlich der Aufruf zu einer Wahlbeobachtung, die Erschütterung des Vertrauens in die Demokratie. Aber Jeder Sie kann senden da ja das hingehen. Signal aus, dass es einen groß angelegten Wahlbetrug in Deutschland gäbe. Nein, Doch, zur natürlich. Wahlbeobachtung, nein. Sie senden, waren Sie schon mal Wahlhelferin? Waren Sie denn schon mal Wahlhelferin? Nee, ich habe dazu keine Zeit. Ja, schade, dass Sie für die Demokratie keine Zeit haben. Ich habe schon mal Ja, gemacht, ich das muss ist ein ja ganz permanent normaler... im Wahl sein. Ich meine, ich bin ja Kanzlerkandidatin gewesen. Ist doch klar, dass ich jetzt hier nicht Okay. Wahlbeobachtung machen Ja, kann. Darum Sie habe waren ja ich nicht, ja Sie auch waren ja nicht Ihr sehr- gesamtes Leben Nein, das Sie waren ist ja nicht Ihr richtig. gesamtes Leben lang Nein, Kanzlerkandidatin. aber ich war auch viel im Ausland. Ich weiß nicht, ob Sie das waren, aber ich war viel im Ausland arbeiten. Okay, und aber keine Wahlhelferin. darum, Ist ja auch egal. Nein, ich war keine jedenfalls Wahlhelferin. Das ist doch, das ist ich doch, war das ist doch jedenfalls schön. Wahlhelfer, ist ein ganz normaler Prozess. Das ist doch und gut. was Sie da machen, ist Großartig. doch ganz klar, Sie schüren damit einfach Zweifel an der Demokratie in Deutschland und bauen zwischen den Zeilen jedenfalls die Geschichte auf von einem großen Wahlbetrug zulasten der AfD. Aber was? Und das ist halt genau, es ist halt genau das Narrativ, was natürlich auch in den USA gespielt wird von der dortigen Regierung. Und das Ich ist kann dir einfach mal ein großes eins Problem. sagen. Wir wollen nicht weniger Demokratie, wir wollen vor allen Dingen viel mehr Demokratie. Das ist der Grund, warum wir als einzige deswegen sind Sie Partei an der Seite Putins. fordern, das ist billig. Darum sind wir als einzige Partei hier angetreten. Wir wollen direkt demokratische Elemente haben. Wir wollen, dass das Volk ist völlig direkt legitim, das zu abstimmen wollen. kann, in Direktabstimmung, sodass wir eine zusätzliche Kontrolle neben den parlamentarischen Wahlen haben, zur Kontrolle der Regierung. Und ich halte das für, das ist das Schweizer Modell, ich halte das für absolut wichtig. Wir wollen die Demokratie und die Mitspracherechte gerade stärken für die Bevölkerung, die nicht nur alle 4 Jahre in den Bundestagswahlen mit abstimmen dürfen. Darf ich Herr dazu Bender. eine Geschichte erzählen? Sie erinnern sich noch an die Anfangszeit der AfD. Sie hatten Mitgliederparteitage, Sie waren die Partei der Basisdemokratie. Alle Leute kamen und es hat nicht funktioniert. Die Leute waren nicht vorbereitet, die kannten sich nicht aus. Es kamen immer nur Leute. Man hat den Parteitag in Dresden gemacht, dann kamen alle aus dem Raum Dresden und die aus Bayern, denen war es zu weit und so. Und Sie mussten abrücken davon. Sie mussten als Partei der Basisdemokratie abrücken von Basisdemokratie, weil Sie gemerkt haben, es geht nur repräsentativ mit Delegierten. Und das ist doch der beste Gegenbeweis, oder? Für Volksabstimmungen Ja, in Deutschland. finde ich, ja. Sie sagten jetzt, wenn man auf Parteitagen auf Delegiertensysteme umstellt, dass das der Beweis ist, warum es keine man hat das Volksabstimmung gleiche in Deutschland Problem geben bei kann. Basisdemokratie Herr Bender, ich auf bitte allen Sie. Ebenen, wenn man nicht den Sachverstand von Repräsentanten nutzt. Ui, ist meine Meinung. Ja. das ist aber interessant. Also damit stellen haben's Sie selbst eigentlich erlebt in in Ihrer den Partei. Raum, dass Sie tatsächlich denken, dass möglicherweise die stimmberechtigten deutschen Bürger gar nicht mündig sind. Das finde Nee. ich extrem interessant. bedeutet, Doch, das haben Sie dass gerade ich das gesagt. bestehende System richtig finde. Das Und bedeutet ich das. möchte einfach, dass die Menschen gut informiert werden, transparent, gute Entscheidungen treffen und Volksinitiativen einbringen können, um unsere Demokratie und die Mitspracherechte der Bürger zu stärken. Und das haben sie viel zu wenig. Vor allen Dingen, wenn Politik gegen die Bevölkerung gemacht wird, wenn Wahlversprechen gebrochen werden, wenn nachher das Gegenteil gemacht wird, wie jetzt auch die Aufhebung der Schuldenbremse, gigantomanische Schulden beschlossen werden sollen und einfach alles über den Haufen geworfen wird, was man vor den Wahlen versprochen hat. Haben Sie einen Ich Punkt? halte das wirklich absolut für Wählerverachtung, was hier die CDU abzieht. Das muss ich Ihnen ganz klar sagen. Kommen wir gleich noch dazu. Ich würde gerne noch mal, weil wir gerade noch mal das internationale Thema hatten, Frau Weidel. Und deswegen fragte ich auch gerade nach Ihrem Demokratieverständnis und würde Sie gerne jetzt mal direkt noch mal fragen. Würden Sie sagen, dieses Land, Deutschland, hat eine funktionierende Demokratie, in der es bei Wahlen sauber, fair und klar zugeht? Natürlich im Grundsatz, richtig. Was heißt im Grundsatz? Im Grundsatz, ich habe es ja eben schon angeführt, hier und da passieren Fehler, da müssen Auszählungen wiederholt werden. Und dementsprechend funktioniert. Ja, natürlich. Aber ich möchte das demokratische System in Deutschland ergänzen durch Volksabstimmungen. Ja, das ist ja ein legitimer Wunsch. Genau, richtig. Aber es wird nicht umgesetzt. Ich möchte, dass die Menschen ausgestattet werden über ganz wichtige Dinge, die sie für wichtig befinden, selbst noch mal zu entscheiden und abstimmen zu können. Ich wollte gerne noch mal auf was anderes hinaus, weil wir reden ja über tatsächlich ein System, über den Westen, über eine Welt, die wir alle so kennen, mit der wir aufgewachsen sind und von der ich das Gefühl habe, sie geht gerade unter. Und ich würde noch mal gerne auf die Ukraine kommen. Würden Sie sagen, es ist schon ein Problem, wenn man sich anschaut, was da jetzt passiert, wenn man folgenden kleinen historischen Kontext mal im Hinterkopf hat? Als das große Sowjetimperium zusammengebrochen ist,
saß die Ukraine auf dem drittgrößten Atomwaffenarsenal dieses Planeten. Drittgrößtes Atomwaffenarsenal der Welt. Und dann kamen 3, nämlich Russen, Amerikaner und Briten, soweit ich mich erinnere, und sagten, pass auf, wir wollen, dass ihr das abgebt. Und wenn ihr das tut, dann garantieren wir euch schriftlich, darüber gibt es Verträge, dann garantieren wir euch, dass wir euch schützen werden. Wir werden auf euch aufpassen. Wir machen das. Wir Amerikaner, wir Briten und wir Russen. Was sagt es Ihnen, wenn dann Jahre später einer derer, die diesen Vertrag mit unterschrieben haben, diesen Vertrag auf diese Art und Weise bricht und sagt, weißt du was, du kannst mich mal, wir überfallen dich jetzt. Und der Zweite, der diesen Vertrag unterschrieben hat, sagt letzten Freitag im Weißen Haus, weißt du was, du bist gar nicht überfallen worden, sondern eigentlich hast du selber dafür gesorgt, du bist eigentlich der Diktator und eigentlich bist du der Aggressor und eigentlich ist der Putin ein netter Junge, weil ich kenne den ganz persönlich. Und meine anschließende Frage wäre, was ist das sozusagen dann für eine Botschaft für Südkorea? Wie vermitteln wir Südkorea, dass es keine gute Idee ist, auch selber Atomwaffen zu haben? Wie vermitteln wir Japan, dass es keine schlaue Idee ist, sich selber mit Atomwaffen zu versorgen? Wie vermitteln wir anderen Ländern, Iran zum Beispiel oder Taiwan, dass es keine schlaue Idee ist, sich selber Atomwaffen zu besorgen? Das ist doch der große Kontext, in dem das alles stattfindet. Kann man das einfach alles so vergessen? Und ist dann unter dem Aspekt der J.D. Vance, den Sie da in München getroffen haben, immer noch so ein weiser, kluger Mann, der das alles ganz genau versteht? Oder ist das in Wahrheit ein skrupelloser Typ, der einfach seine Sachen durchzieht? Was ist denn jetzt genau Ihre Frage, Herr Lanz? Die Frage, ob Sie diesen Kontext sehen und ob das ein Problem ist. Wenn wir auf diese Art und Weise, Sie wollten ja Bundeskanzlerin werden, wenn wir auf diese Art und Weise auf die internationale Ordnung pfeifen, wenn wir auf diese Art und Weise sagen, alles, was regelbasierte Werteordnung ist, die wir uns selber mal gegeben haben, ist uns alles egal, weil jetzt haben wir einfach mal andere Interessen. Ist das dann wurscht? Jetzt machen wir einfach nur noch Deals. Und wir machen noch nicht mal Deals, weil das ist ein viel zu gutes Wort für das, was da passiert ist. Das, was da passiert ist mit Zelensky, war kein Deal und auch nicht das Angebot für einen Deal, sondern das war räuberische Erpressung. Die Ukraine fällt gerade unter die Räuber, so sehe ich das. Und würden Sie sagen, wenn Sie Bundeskanzlerin jetzt wären, das kann man einfach so akzeptieren, können wir so miteinander umgehen? Also als deutsche Bundeskanzlerin haben wir das Interesse unseres Landes zu vertreten und nicht das Interesse irgendeines anderen Landes. Ich habe gerade über internationale Verträge gesprochen. Und darum sage ich das. Das ist in den letzten Jahren komplett aus dem Blick geraten. Wir haben als deutsche Bundesregierung die Interessen unseres Landes zu vertreten. Also wir kümmern uns nur um uns. Wir machen es so wie die anderen auch. Germany first und der Rest ist scheißegal. Ja, das ist alles so extrem so zusammengefasst. Und ich halte das für viel zu... Ich habe Ihnen gerade einen historischen Kontext beschrieben. Viel zu verkürzt. Und das ist nicht verkürzt, sondern ich habe Ihnen sozusagen gesagt, was der Kontext ist, vor dem das alles stattfindet. Und es ist doch wichtig, das einmal zu verstehen. Ja, genau. Und da habe ich Ihnen ganz klar gesagt, dass eine deutsche Bundesregierung deutsche Interessen zu verstehen hat, zu vertreten hat. Und es ist tatsächlich Germany first, wenn Sie dann einfach so wollen. Okay. Deutschland zuerst. Und vor allen Dingen kriegen wir das nur hin, indem wir auf Augenhöhe und partnerschaftlich mit unseren Anrainerstaaten umgehen, mit unseren größten Handelspartnern und vor allen Dingen hier direkt vor unserer Haustür, um es noch mal zu betonen, Frieden zu schaffen. Weil das ist in unserem Sicherheitsinteresse. Der Krieg in der Ukraine, ich habe Ihnen ja gerade gesagt, wer für diese Sicherheit sorgen sollte und wer sogar Verträge dafür unterschrieben hat. Sie haben das jetzt hier alles so in epischer Breite in den Raum gestellt. Darum lassen Sie mich das einfach noch mal sagen. Der Krieg in der Ukraine, der entspricht überhaupt nicht in unseren Sicherheitsinteressen. Ganz im Gegenteil. Da sind wir uns jetzt mal einig. Darum ist in unserem Interesse, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Und Deutschland hätte es sehr gut zu Gesicht gestanden, als neutraler Makler und Mittler dort reinzugehen. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben ganz im Gegenteil, und das machen wir gerade noch weiter. Wir drehen immer weiter an der Eskalationsspirale. Und das halte ich für einen schweren Fehler in der deutschen Außenpolitik. Eskalationsspirale? Sie erinnern sich an das Foto von Scholz bei Putin?
ganz kurz vor diesem Krieg, wo er ihn über Stunden verzweifelt versucht hat, von dem Wahnsinn abzuhalten. Sie erinnern sich an das Gespräch mit Scholz, von Scholz und Putin vor ein paar Monaten? Erinnern Sie sich an die Rhetorik der deutschen Bundesregierung seit 3 Jahren? Was war denn da deeskalierend, Herr Lanz? Es ist interessant, dass Sie die Schuld immer bei den anderen suchen. Das ist wirklich Nein, interessant. überhaupt nicht. Doch, Putin fällt Ihnen in dem Zusammenhang nicht ein. Sie sagen nicht, Putin, wissen Sie, es gibt da in Moskau Ja, Sie einen haben Mann, mich doch eben gefragt, der kann mit einem einzigen was Satz ein diesen deutscher- Wahnsinn beenden. Was ein deutscher Bundeskanzler machen würde. Deutsche Interessen. Wir Deutsche reden, Interessen. wir richtig. reden gerade über sozusagen die Frage, wie sich diese Welt verändert. Sonja Alvarez sitzt hier. Sind es deutsche Interessen, wenn wir jetzt plötzlich zum Beispiel auch in so einen Zollkrieg reinschlittern? Was bedeutet das eigentlich, was da gerade passiert? Nein, Frau das sind Alvarez? natürlich überhaupt keine deutschen Interessen. Deutschland ist eine Exportnation. Nahezu jeder 4. Arbeitsplatz hängt am Export. Und wir wollen ja auch gar nicht einen Zollstreit, schon gar keinen Zollkrieg. Aber auch das wird uns womöglich jetzt eben von Donald Trump und der US-Regierung aufoktroyiert. Und das ist natürlich fatal, sowieso in dieser wirtschaftlich herausfordernden Situation, in der wir uns befinden. Was bedeutet das oder würde das bedeuten für die deutsche Wirtschaft, wenn wir jetzt auch Germany First machen würden? Das ist ja so dieser nationalistische Sound, der da immer so durchkommt. Was würde das bedeuten für Deutschland? Ja, Germany First wäre eine Strategie, die ja für den Standort Deutschland ganz fatale Folgen hätte. Das ist ein Ansatz, den man auf gar keinen Fall verfolgen sollte, denn nur Deutschland kann innerhalb der Europäischen Union als Werte und auch als Wirtschaftsgemeinschaft stark auftreten gegenüber den USA, gegenüber China, aber natürlich auch gegenüber anderen Ländern, mit denen wir Freihandelsabkommen abschließen sollten. Und deswegen ist eben auch dieser Ansatz der AfD, Frau Weidel hat ja schon mit einem sogenannten Dexit mal geliebäugelt im Anfang 2024 im Interview mit der Financial Times. Das das würde Deutschland sehr viel Geld kosten. Das IW Köln, das Institut der deutschen Wirtschaft Köln, hat das mal ausgerechnet. Das wären 690 Milliarden Euro und 2,5 Millionen Arbeitsplätze, die dadurch vernichtet würden. Aber wie viel? 2,5 Millionen. Arbeitsplätze, Ja. die weg wären. Ja. Wissen Sie, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, wenn die EU einen stabilitätspolitischen Rahmen verlässt, und Sie sind ja bei der Wirtschaftswoche und darum kennen Sie sich da aus, dann ist die Geschäftsgrundlage entfallen. Und dann muss man es der deutschen Bevölkerung freistellen, darüber abzustimmen, über den Verbleib in der Europäischen Union oder nicht. Das habe ich gesagt. Das ist ein großer Unterschied. Und vor allen Dingen, was habe ich noch gesagt? Die Ummantelung der Europäischen Union muss immer der freie Binnenmarkt sein. Das ist das, was Europa ausmacht. Was ich aber nicht haben möchte, und das gebe ich hier ganz offen zu, und das ist auch unser Parteiprogramm, ist, wir wollen diesen gesamten bürokratischen Überbau nicht von Verbotspolitik. Wir wollen einen freien Markt haben, wir wollen freien Wettbewerb haben. Wir wollen aus Brüssel von der Leyen keine Heizungsgesetze haben, keine Verbrennerverbote. Im Übrigen waren wir als AfD-Fraktion 2018 die einzigen im Deutschen Bundestag, die dagegen klagen wollten, dass dieses Verbrennerverbot kommt. Im Übrigen waren alle Parteien, auch die CDU, dafür. Wir sagen ganz klar, das ist übergriffig von Seiten der Europäischen Union. Das muss zurückgebaut werden. Und die Kompetenzen müssen in den nationalen Parlamenten liegen, wo auch die gewählten Volksvertreter sitzen. Weil dieses ganze Gebilde, das supranationales Recht, nationales Recht bricht und dass der Wettbewerb durchbrochen wird durch diese gesamte Verbotspolitik von irgendwelchen Beamten, die von Marktwirtschaft keine Ahnung haben, das sind irgendwie 30, 40.000, das muss ja alles der Steuerzahler zahlen. Das ist etwas, was wir nicht mehr haben wollen und was auch den freien Wettbewerb stört. Und die Europäische Union würde in einem weiteren Bereich Sinn machen, und zwar in der gemeinsamen Grenzsicherung. Da hat sie eklatant versagt, das wissen wir. Schengen ist gescheitert, das wissen wir seit den permeablen Außengrenzen. Und es würde Sinn machen, dass wir eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik endlich mal umsetzen würden. Und da bin ich sogar ganz bei Emmanuel Macron, der gesagt hat, wir müssen eigentlich die europäische Säule innerhalb der NATO stärken, dass wir überhaupt erstmal, und das war auch eben Ihre Ursprungsfrage, was würde man tun als deutsche Bundesregierung? Wir müssen doch einfach erst auch mal unsere Interessen formulieren. Und die europäischen Interessen sind grundsätzlich andere als die der Amerikaner. Aber man muss einfach sich mal hinsetzen und überhaupt erst mal formulieren, wo wir auseinandergehen.
Ich finde, Ich möchte ganz kurz einmal auf dieses Thema Verbrennerverbot eingehen, weil ich finde, das ist eine absolut provinzielle Diskussion. Frau Weidel, Sie haben doch selber in China gelebt und gearbeitet, soweit ich weiß. China ist heute der Leitmarkt für die Automobilindustrie. China setzt komplett auf die E-Automobilität. Das heißt also, wir müssen mehr E-Autos produzieren. Das ist ein Wettbewerb, den wir uns stellen müssen und wo wir noch mehr aufzuholen haben. Jetzt sich wieder rückwärtsgewandt dem Verbrenner zu widmen, wird uns doch nur noch weiter zurückwerfen in diesem Wettbewerb. Ich will nur mal ein Wort sagen zu den europäischen Lassen Sie mich vielleicht. darauf antworten. Ich würde vielleicht ein Wort zu den europäischen Institutionen Moment bitte, ich würde gerne darauf antworten. Es geht doch gar nicht darum. Es geht darum, dass wir einen freien Wettbewerb haben und dass wir mit der Subventionspolitik, also einerseits mit der Bevorzugung einer Technologie und einer Benachteiligung am Markt von einer anderen Technologie, dass wir damit aufhören. So, das ist Punkt 1. Es soll doch der Verbraucher ganz frei entscheiden, was er einkaufen will. Und es soll vor allen Dingen auch der Produzent, also die Automobilproduzenten, ganz frei entscheiden, was sie produzieren. Das ist Angebot und Nachfrage, das ist der freie Wettbewerb. Und der wurde ganz stark durch Subventionspolitik und durch Verbrennerverbote verzerrt. Und das hat dazu geführt, dass vor allen Dingen wir Deutschen nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Durch diese Verzerrung und dadurch auch durch verspätete Technologieanpassung. Die Chinesen sind natürlich da voll reingestoßen, da gebe ich Ihnen recht. Die sind jetzt führend auf dem E-Automarkt durch eine starke Industriepolitik. Das haben damals die Japaner auch gemacht. Aber es ist einfach letztendlich so, wir müssen uns dem Wettbewerb stellen. Und da sollen wir doch einfach den Verbraucher und die Unternehmen frei entscheiden lassen, was sie produzieren und nachfragen. Das ist mein Petitum. Ich finde es spannend, dass Sie so stark gegen die europäischen Institutionen sind, insbesondere die Kommission. Ich meine, da gibt es sehr wahrscheinlich sehr viel zu verbessern und auch viel zu kritisieren. Aber spannenderweise ist ja der Einzige, der den Zollkrieg in der ersten Trump-Administration verhindern konnte, Jean-Claude Juncker gewesen, indem er ins Weiße Haus gefahren ist und als Donald Trump ganz massive Zölle gegen die Europäische Union, gegen Deutschland angekündigt hat, da mit einer starken europäischen Position auftreten konnte. Also ich glaube, es gibt natürlich einen großen Reformbedarf an Europa, auch an der Europäischen Kommission. Das will ich gar nicht verneinen. Aber ich fürchte, wir werden erst dann merken, was die europäischen Institutionen auch für einen Wert haben, wenn wir sie noch mehr beschädigen, als sie es momentan schon machen. Und wie gesagt, das war das einzige Erfolgsbeispiel gegenüber der angekündigten Zollpolitik von Donald Trump, die wir in Europa hatten. Denn auch jetzt sieht man ja wieder, und das ist auch wieder so eine Sache, die ich nicht verstehen kann, jeder europäische Regierungschef fährt einzeln nach Washington, versucht sich irgendwie bei Donald Trump einzuschleimen und die Gunst zu gewinnen. Am Ende des Tages wird uns das, glaube ich, nicht viel helfen. Und da wäre es stark, wenn wir als Europa tatsächlich mit einer einigen Stimme sprechen könnten. Insofern ist, glaube ich, in diesen Zeiten, wo sich Amerika so stark zurückzieht aus Europa, ist ja nicht die Lösung, dass wir weniger auf europäischer Ebene zusammenarbeiten, sondern dass wir eigentlich die europäische Institution stärken, damit sie vernünftig europäische Interessen vertreten kann. Denn jedes einzelne Land einzeln auf der Welt, das wird nicht funktionieren. Die Europäische Union hat in der derzeitigen Form, ich habe es eben schon angedeutet, erhebliche Demokratiedefizite. Und ich glaube, die Europäische Union hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Europa insgesamt schwach geworden ist, dass wir nicht mehr ernst genommen werden. Es wird bemängelt, dass wir keine Führung haben. Von der Leyen kann sicherlich nicht die europäischen Länder vertreten. Das ist nicht möglich. Sie wird auch nicht ernst genommen. Und dementsprechend plädiere ich für einen Rückbau. Das habe ich Ihnen ja gerade dargelegt. Und das ist auch der Grund, warum wir wieder starke Staaten, und die habe ich Ihnen ja beantwortet, starke Staaten brauchen und eine gute verantwortungsvolle Staatsführung. Und das kann ich weder in Frankreich gerade leider sehen, noch in Deutschland. Uns ist hier gerade eine Regierung implodiert. Wir haben jetzt einen designierten CDU-Kanzler, der unbedingt Kanzler werden will, nur linke Politik macht. Wir machen jetzt hier eine Orientierung in einer 16%-Partei wie der SPD. Also unglaublich, was hier gemacht wird gegen den Wählerwillen. Der Wähler hat ganz klar entschieden, er will einen Politikwechsel haben. Er will Mitte-rechts. Was wird jetzt gemacht? Man orientiert sich als CDU. Friedrich Merz, macht man dann hier 16% SPD. Ich bezweifle einfach, dass wir als 27 gigantische Verschuldung. Ich bezweifle einfach, dass wir als 27 Einzelkämpfer
in der Welt mehr erreichen als mit einer starken Stimme. Das ist, glaube ich, der grundlegende Unterschied. Und wenn Sie sagen, jedes Land soll sagen, America first, Germany first, etc., Von der Leyen ist nicht mal gewählt. Natürlich ist Frau von der Leyen gewählt. Nein, sie ist doch demokratisch überhaupt gar nicht legitimiert. Die Kommission ist nicht Unsinn. legitimiert. Es ist doch, das ist Ja, was vom Europäischen Parlament oder wie? Da, wo die ganzen Bürokraten sitzen. ist ja wirklich Unsinn. Nein, sie ist nicht legitimiert, Frau Und das von der Leyen. Problem ist, wenn Sie sagen, Sie vertreten den Standpunkt, jedes Land soll seine eigenen Interessen vertreten und Richtig. durchsetzen, ja, kann man machen. Ich glaube, das ist exakt die Politik, die uns vor 120 Jahren sozusagen im Hochimperialismus am Ende des Tages in den bitte Ersten Sie. Weltkrieg geführt hat. Weil jedes Land Ich nur auf bitte sich Sie. geschaut hat. Es gab keine Interessengemeinschaften, es gab keine Bündnisse, es gab keine Verflechtung zwischen den Staaten. Sie wollen ja alles wieder entflechten. Ist Ihr gutes Recht, das in der Meinungs... Partnerschaft ich hab mit in den dem Nachbarn. Es ist wirklich absurd. Natürlich ist Frau von der Leyen demokratisch legitimiert durch das Europäische Parlament. Und Ganz das, großartig. was Frau Weidel hier sich offenbar wünscht, diesen Zerfall der Europäischen Union, das ist ja auch genau das, Nein, eine Reform, was nicht Zerfall. Donald Trump Reform. und was J.D. Vance möchten. Also, sie wollen Europa, sie wollen die Europäische Union schwächen. Und genau schwächt das sich dürfen selbst, machen wir, Sie sich keine Sorgen. genau das dürfen wir eben nicht zulassen. In dem Zusammenhang, Sie sagten immer wieder, Frau Weidel, unsere Hand ist ausgestreckt. Sie sagten gerade auch, Deutschland wünscht sich eine Mitte-Rechts-Regierung. Würden Sie tatsächlich mit Friedrich Merz in eine Koalition eintreten? Also Friedrich Merz hat sich demaskiert. Also ich habe davor auch im Wahlkampf gewarnt. Die Versprechen heute sind morgen nichts mehr wert. Also Sie würden es das nicht hat er machen? ja auch. Nein, also Friedrich Merz kann man sich nicht vorstellen. Ich halte den Mann Jetzt für nicht mehr? Sie haben immer wieder gesagt, der Mann ist müssen wir einfach, machen. das hat er ja gezeigt. Der Mann ist nicht integer. Und dementsprechend Nachricht kann von man heute, mit dass die ihm AfD Seit heute ist das so? Oder seit wann ist das so? Und ja, seitdem er alle Wahlversprechen gebrochen hat. Also er kann sich ja, es hat ja keine 24 Stunden Also Sie gedauert. schließen Da hat eine er alles- Koalition mit der... Mit dieser CDU auf jeden Fall unter Friedrich Merz. Das, was Sie jetzt gesehen haben, hier verfassungswidrig Sonderschulden in dem gigantischen verfassungswidrig? Ausmaß Ist ja einfach Unsinn, Frau Weidel. einfach zu beschließen, das wird uns in solche eklatanten Verwerfungen stürzen. Ich halte diese Politik von Ihnen für völlig unseriös, was Sie da gerade machen. Also ist ja eine gute Nachricht So, auf am jeden heutigen Fall. Abend, Eine dass die AfD kein Interesse mehr an Regierungsverantwortung hat. Ist ja Wieso? Sie haben auch die müssen Brandmauer eingezogen. Sie haben sich eingemauert. Müssen Sie ja dann Ihren Wählern... Aber Sie haben ja CDU bis hat jetzt sich immer gesagt, natürlich- das kann ja demokratietheoretisch nicht sein, dass man sozusagen eine konservative oder sogar rechte Politik wählt und am Ende kriegt man eine Mitte-Links oder sogar linke Ja, Regierung. das ist korrekt. Sie haben auch gerade darauf abgestellt und haben gesagt, und jetzt lassen wir uns treiben. Und eine 16%-Partei wie die SPD Richtig. bestimmt sozusagen wieder die politische Agenda. Das heißt, und so haben Sie immer wieder erklärt und begründet, warum natürlich Friedrich Merz mit Ihnen, weil das ja der Wählerwille ist, in Ihrer Lesart, warum der mit Ihnen eine Koalition machen sollte. Jetzt ziehen Sie das zurück. Sie sagen mit Friedrich Merz auf gar keinen Fall. Also das, was wir jetzt in der letzten und in dieser Woche gesehen haben, das ist völlig unseriös, was die CDU hier macht. Könnten Sie das Und, denn, wenn Sie mit in Ihrer Partei, hätten Sie denn sozusagen den Rückhalt in Ihrer Partei, eine Koalition mit der CDU zu machen? Unter der Führung von Friedrich Merz definitiv Und ohne- nicht. Und das und würde zum ich auch Beispiel selbst, unter welcher dann? Und das würde ich auch selbst nicht unterstützen. Unter welcher dann? Welche Und das CDU muss müsste das sein? Ja, das muss eine CDU sein, die tatsächlich zu ihren Wahlversprechen steht, die sie maßgeblich von uns abgeschrieben hat und nicht plötzlich 24 Stunden später umfällt und nur noch linke Politik macht und hier das Steuergeld zum Fenster rauswirft. Wo leben wir eigentlich? Das, was hier gerade beschlossen werden soll, nächste Woche, ist an Unseriosität überhaupt gar nicht mehr zu unterbieten. Das ist ein Fanal, das ist ein finanzpolitischer Staatsstreich, um es hier mal ganz Aber deutlich zu sagen. Und ich bin schockiert. Ich bin schockiert über die Unsicherheit. Ja, sicher, was soll das denn sein? Dieser Bundestag, der alte Bundestag, ist nicht mehr legitimiert. Wir hatten Wahlen. Da waren wir am jetzt 6. Januar in Amerika urplötzlich- ganz dicht dran. Und dann Weidel. urplötzlich sollen solche Maßnahmen vom alten, abgewählten Bundestag beschlossen werden, Das steht so in der Verfassung, Frau Weidel, und die obwohl Verfassung die gilt auch für Sie. Eilbedürftigkeit überhaupt gar nicht gegeben ist. Hat sie da einen Das Punkt? dürfen Hat Sie sie da gar einen nicht Punkt, Herr machen. Winkel? Hat sie da einen Punkt? Sie hat keinen Punkt, weil es Hat sie keinen Punkt, wenn sie moniert man und kann sagt, ja- da wurde ein Wahlversprechen gebrochen? Nein, man kann ja in die Verfassung schauen. Schuldenbremse? In der Sie haben doch Verfassung, gesagt, Sie in wollen der, die Schuldenbremse nicht in der an. Verfassung steht, dass der Bundestag Greifen. solange es gibt keine parlamentslose Zeit in unserer Verfassung.
Der Bundestag ist legitimiert bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich ein neuer Ich habe Ihnen ja vorhin Bundestag Ihren eigenen Satz konstituiert. vorgelesen. Sie haben Und gesagt, deswegen- wir können nicht 3,5 Jahre so tun, als wäre die Schuldenbremse für uns das Wichtigste auf der Welt. Und in der Woche nach der Wahl schleifen wir sie dann. Ja, ich habe die Entscheidung, Herr Lanz, das wäre ein gebrochenes Wahlversprechen. Ich habe die Entscheidung sehr hart kritisiert, die finanzpolitisch getroffen worden ist. Und ich will es mal so sagen, dass wir für die Bundeswehr mehr investieren müssen. Das ist, glaube ich, vielen Leuten klar. Vielen in der AfD ist es nicht klar. Aber natürlich ist die Entscheidung, die Schuldenbremse an der Stelle auszusetzen, meiner Meinung nach die falsche. Das war ja schon vor der Wahl klar, ne? Nein, das war nicht klar. Doch. Nein. Es gibt doch nur ein einziges, Entschuldigung, ganz kurz, es gibt nur ein einziges gutes Argument, um das jetzt so zu machen. Das wäre, die Lage hat sich verändert. Ja. Sorry, das sehe ich nicht. Wir haben seit 3 Also, Jahren es war Krieg in der Ukraine. Wir haben seit 3 Jahren das Szenario klar, es könnte sehr gut sein, dass Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. Es könnte sehr gut sein, dass die NATO plötzlich in Frage steht. Es könnte sehr gut sein, dass die Amerikaner Widerspreche ich ihre gar nicht. Unterstützung Es war vor der zurückziehen. Wahl. Und das fing schon mit Obama an. Es war das vor hat der gar Wahl. nicht Trump Ich angefangen. weiß. Es ist eine ganz lange Geschichte. Habe ich gar keinen Das heißt, Dissens. das Argument, die Lage hat sich verändert, ist kein Argument. Ja, ich habe da gar Was keinen ist es Dissens. dann? Aber Ist es ein gebrochenes Wahlversprechen? Nein, der Punkt ist, dass ich kritisiere, dass man das nicht über das Sondervermögen auch für den militärischen Bereich realisiert hat, sondern durch die Aussetzung der Schuldenbremse in dem Bereich. Und das ist ein Fehler. Aber dass man ein Sondervermögen für die Bundeswehr braucht. Ich meine, wir haben es doch in der letzten Legislatur sogar als Opposition mit beschlossen. Dass man ein Sondervermögen für die Bundeswehr braucht, klar, das ist doch in Ordnung. aber Ihre Leute haben bis zum Schluss gesagt, auf gar keinen Fall machen wir das. Ja, ich hätte es besser hier. gefunden. Ich hätte es besser gefunden, wenn wir auch den militärischen Teil, den Infrastrukturteil sehe ich sowieso kritisch, aber wenn wir vor allen Dingen den militärischen Teil durch ein Sondervermögen gelöst hätten, so wie wir es vor 2 Jahren auch gemacht haben. Nein, wir reden hier, das wäre der bessere Punkt gewesen. Wir reden doch hier heute Abend auch auf einer anderen Ebene über die Glaubwürdigkeit von Politik, über die Frage, was uns dieses System eigentlich wert ist, wie angreifbar dieses System ist. Frau Weidel möchte ein etwas anderes System, auch mit Hilfe von Volksbefragungen. Ich habe geredet über dieses Geraune, dass die Demokratie nicht mehr funktional ist und so weiter. Das beschädigt doch die Glaubwürdigkeit von Demokratie auf eine Art und Weise, wie man sich das eigentlich nur träumen kann, wenn man Frau Weidel ist. Nein, das ist ein Punkt von vielen. Es ist ein wichtiger Punkt, aber es ist trotzdem ein Punkt von vielen. Sie haben wie eine Monstranz das Mantra der Schuldenbremse die ganze Zeit vor sich hergetragen. Ich finde es falsch, dass diese Lösung gewählt worden ist von der CDU und der SPD. Was ist das? Sage ich ganz ist das ein gebrochenes Wahlversprechen, frage ich noch mal. Nein, das ist ein Punkt, den man besser durch ein Sondervermögen hätte lösen müssen. Sie haben die ganze Zeit diese Regierung genau damit gejagt. Sie haben denen gesagt, pass auf, ihr habt den schlechtesten Wirtschaftsminister aller Zeiten. Das im Kanzlerduell sagte Friedrich Merz, wie weit wollen wir das mit den Schulden eigentlich noch treiben? Sollen das alles unsere Kinder bezahlen? Die Wahl vorbei und derselbe Friedrich Merz sagt, okay, das mit den Kindern war vielleicht nicht so gemeint. Das hat er so nicht gesagt, wissen Sie auch. Das mit den Kindern hat er so gesagt? Ja, aber er hat nicht nach der Wahl so passiert. Ich habe das jetzt so interpretiert, weil das heißt es übersetzt. Ich glaube, dass es richtig ist, sehr viel Geld in die Bundeswehr und in die Verteidigungsfähigkeit zu investieren. Ich habe das nicht der Punkt. Ja. Darüber waren wir uns alle einig. Aber muss man das dann vor der Wahl sagen, wenn man es nach der Wahl tut? Wir haben vor der Wahl gesagt, dass wir Geld in die Verteidigung investieren müssen. Der Punkt war nur, Sie haben und das kritisiere immer ich, erzählt, das schaffen wir beim Bürgergeld, das machen wir mit der Migration, das sparen wir irgendwie bei den Sozialsystemen. Ich habe gesagt, wir brauchen 2 Punkte nach der Wahl. Wir brauchen einen Kassensturz und wir brauchen Strukturreform. Kassensturz ist die Übersetzung für wir tun so, als wüssten wir nicht, was da drin ist. Und wenn das, weiß, glaube ich auch, ist nicht so ganz einfach, ehrlich gesagt. Und wenn das Geld nicht reicht, dann müssen wir es am besten durch ein Sondervermögen, durch ein neues Sondervermögen realisieren und nicht nur durch eine Aufsetzung der Schuldenbremse. Okay, Sie wollen jetzt nicht sagen, dass es ein gebrochenes Wahlversprechen ist. Frau Alvarez, was ist es für Sie? Wie nehmen Sie das wahr? Als jemand, der, ich habe es ja gerade zitiert, harte Kritikerin der Schuldenbremse immer war. Ja, tatsächlich ist es ja so, dass das keine Lage ist, die man nicht hätte vorhersehen können. Die Union war mit Vertreterinnen und Vertretern ja im Sommer selbst beim Parteitag der Republikaner im Juli und hat dort wörtlich vorgerechnet bekommen, wie viel wir eigentlich den Amerikanern schulden dafür, dass wir eben nicht bisher unsere NATO-Ziele erfüllt haben. Wir haben sie jetzt zuletzt erfüllen können, eben dadurch, dass wir dieses Sondervermögen hatten. Das läuft jetzt aus. Friedrich Merz ist im Wahlkampf gewarnt worden davor, dass es eben im neuen Bundestag womöglich keine 2/3 geben könnte. Er hat es zwar zwischenzeitlich angedeutet, dass er flexibel sein könnte, was die Schuldenbremse angeht. Aber klar hat er damit im Wahlkampf ganz klar geworben. Aber hat Friedrich Merz jemals ausgeschlossen, dass wir nach der Wahl auch für den militärischen Teil, für die militärische Aufrüstung in Deutschland
auch neue Schulden aufnehmen müssen. Hat er das jemals ausgeschlossen? Nein, das hat er nicht ausgeschlossen. Ja, also. Aber er hat eben gesagt, wir wollen die Schuldenbremse einhalten. Und er hat nicht erklärt, wie er denn eben diese notwendigen Mittel dann herbeizaubern möchte. Weil es ist ja auch klar, dass allein durch Streichung beim Bürgergeld nicht Nee, die das ist doch völlig entsprechenden... klar. Ja, eben, aber das hat er ja suggeriert, dass das möglich sein könnte. Ja? Aber er hat jetzt nun mal nicht mehr im neuen Bundestag die Mehrheiten, muss jetzt eben diesen Weg gehen, den man sicherlich Schritten finden kann. Wie sehr schafft das Frust, Herr Bender? Ja, also ich will nur mal einen Schritt zurück. Stellen wir uns mal vor, Friedrich Merz würde jetzt sagen, ich habe das so versprochen, wir hatten das im Wahlprogramm und deswegen machen wir es nicht. Das wäre eine Katastrophe für Deutschland, das wäre unvorstellbar. Und wir können ihm das natürlich vorwerfen, man muss ihm zugutehalten, er hat es im Kanzlerduell ja angedeutet, hat dann gesagt, man kann über eine Reform der Schuldenbremse diskutieren. Aber es ist einfach eine Lage, in der er gar nicht anders handeln kann. In dem Zusammenhang sehr interessante Frage. Ich habe vorhin Frau Weidel gefragt, ob sie denn mit der CDU koalieren würde. Sie hat gesagt, mit dieser CDU auf gar keinen Fall. Sie sagen, Herr Bender, Frau Weidel würde wahrscheinlich auch mit einer anderen CDU nicht koalieren, weil, und das ist Ihre These, sehr interessant, es gibt da nicht nur die Brandmauer von der CDU in Richtung AfD, sondern Sie sagen, da gibt es auch eine andere, nämlich von der AfD zur CDU. Warum? Genau, also Frau Weidel hat am Wahlabend im Fernsehen gesagt, die Hand ist ausgestreckt und sofort hat Björn Höcke in eine andere Kamera gesagt, ich bin gegen eine Koalition mit der CDU als Juniorpartner, ich werde das auch in den Gremien vertreten und so weiter. Und ich hatte schon vor 1,5 Jahren mal mit führenden AfD-Politikern darüber gesprochen, die sagen dann gerne, ja, wir streben das schon an, weil die Union dann getrieben wird. Ne? Dann wird Friedrich Merz alle 2 Wochen gefragt und wird er die Brandmauer verletzen oder nicht. Aber in dem Moment, in dem irgendein Union-Politiker diese Hand ergreifen würde, müssten sie eigentlich schreiend aus dem Raum rennen, denn dann haben sie sofort einen Flügelstreit. Ich würde es nicht der Union empfehlen, das auszuprobieren, denn sie würde auch zerbrechen daran. Aber die AfD hätte sofort den Druck, gegen radikale Kräfte vorzugehen. Das war immer der Traum von Frauke Petry zum Beispiel, als Juniorpartner der CDU in Sachsen zu regieren und solche Sachen. Deswegen hat sie ja Parteiausschussverfahren gegen Höcke gemacht. Und es würde sofort alle Gräben wieder aufreißen in der AfD und es gäbe sofort einen Flügelstreit. Aber daran sieht man ja, wer sich am Ende des Tages in der AfD durchsetzt. Das ist nicht Frau Weidel, obwohl sie formell Vorsitzende ist, sondern das ist am Ende des Tages selbstverständlich Björn Höcke, auch wenn er formell nicht Vorsitzender ist. Er ist de facto natürlich der starke Mann und die führende Figur in der AfD. Deswegen ist es gar keine Frage, mit der AfD zu koalieren, weil am Ende des Tages eben extreme Kräfte den Ton angeben. Und was ich Frau Weidel vorwerfe, also ich glaube, Björn Höcke werfe ich vor, dass er einfach ein Rechtsextremist ist. Was ich Frau Weidel nicht vorwerfe, ist, dass sie Rechtsextremistin ist, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer, dass sie einfach eine Opportunistin ist. Denn vor wenigen Jahren war sie ja noch dafür, waren sie noch dafür, dass Björn Höcke aus der Partei geschmissen wird wegen zu großem Rechtsextremismus. Und nur ein Parteigericht hat das gestoppt. Der Bundesvorstand hat das schon beschlossen. Sie waren dafür. Später haben sie gemerkt, alles klar, Björn Höcke ist mittlerweile so mächtig, an dem führt kein Weg mehr dran vorbei. Und dann mache ich doch lieber irgendeine Sorte von Deal mit ihm. Und Sie sind jetzt sozusagen vorne, das ist die Strategie der AfD, Sie sind vorne, machen vielleicht einen eleganten und mittigen Eindruck im Wahlkampf, aber sind am Ende des Tages natürlich nicht mehr als ein Feigenblatt für eine rechtsextreme AfD von Björn Höcke. Ja gut, das ist natürlich kompletter Ganz kurz Blödsinn. noch kurz zu Ende. Das ist natürlich alles Sie kompletter waren doch dagegen, Blödsinn. dass Björn Höcke aus der AfD rausgeschmissen werden soll. Ich werde gleich dazu was sagen. Ja, Ich will noch kurz den Antrag zitieren von damals. Sie haben ja dafür gestimmt, da wurde Björn Höcke eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus attestiert. Und heute sagen Sie, er wäre ein Minister, das erinnert ein bisschen an J.D. Vance, über den wir schon gesprochen haben. Der hat Trump mit Hitler verglichen vor einigen Jahren. Genau. Und heute ist er sein Sprachrohr und sein Vizepräsident. Also Beides diese Opportunisten. Flexibilität im Moralischen, auch die verstehe ich nicht. Also ich bin wirklich erstaunt, dass das hier gerade aus der Ecke kommt mit Opportunismus. Die größten Antworten Sie doch einfach auf die Frage, Frau Weidel. Nicht ablenken vom Thema. Aber wir wollen doch einfach festhalten, was Sie eigentlich sind als CDU. Sie haben Ihre Wahlversprechen Lenken Sie maßgeblich nicht vom Thema alle ab, beantworten gebrochen. Sie doch einfach die Frage, Sie warum haben Sie Ihre Meinung zu Björn Höcke geändert begangen. haben. Richtig. Und im Übrigen, um bei den Definitionen einfach mal zu bleiben, es ist kein Sondervermögen, sondern es sind Sonderschulden. So, Sondervermögen ist schon mal falsch. Sie hatten sogar in Ihrem Wahlprogramm stehen, Antworten Sie ja doch mal auf gut, die aber Frage. ich möchte einfach auch zu diesem Komplex einfach noch was sagen, weil Wir ich waren dazu da ja gar schon, Frau keine Weidel. Gelegenheit hatte. Wir sind, doch, Sie haben sogar sagen dürfen, dass es ein Wir haben ja gerade Staatsstreich. hier, das ist ja wunderbar. Entschuldigung, mehr
geht ja nicht. Wie hier von Seiten der CDU rumjongliert wurde. Die Schuldenbremse war Bestandteil sogar des Wahlprogramms. Und darum muss man hier überhaupt gar nicht rumreden. Sie weichen das alles auf. Sie schmeißen alles über den Haufen. Sie betrügen ihre eigenen Wähler. Es wird zu enormen Verwerfungen kommen am Kreditmarkt. Es wird zu finanzpolitischen Verwerfungen kommen. Es wird enorme Auswirkungen haben auf den Euro. Der wird abwerten. Wir haben eine importierte Inflation. Und vor allen Dingen, was glauben Sie eigentlich, woran sich die Kredite und die Hypotheken der Häuslebauer orientieren? Genau, vielleicht wissen Sie es nicht. Ich erkläre es Ihnen gerne. An den 10-jährigen Staatsanleihen, deren Rendite jetzt schon innerhalb von wenigen Stunden gesprungen sind. Und zwar nicht um einen Basispunkt, 2, nein, um 16 Basispunkte. Nein, ja. Basispunkte 16 Basispunkte. So, und was glauben Sie, was das für die gesamten Häuslebauer bedeutet? Uns wird der Kreditmarkt um die Ohren fliegen. Und das ist Ausfluss Ihrer unseriösen Politik. Erklären Sie das doch einfach mal Ihrem Vorsitzenden. Stopp, einmal ganz kurz. Wenn Sie den Punkt machen, sehr lange Thema ganz kurz. Ich würde gerne die Expertin in der Runde noch mal fragen, Frau Alvarez. Bitte. Ist das so? Ist das der Zusammenhang? Ist das, was passieren wird finanzpolitisch? Ja, also natürlich werden wir enorme Zinslasten durch diese Entscheidung haben. Und man muss die auch sicherlich in 2 Teile teilen. Also das eine ist die Schuldenbremse, wo es eben um die Verteidigungsausgaben geht. Und das andere sind die Infrastrukturausgaben mit dem Topf von 500 Milliarden Euro. Aber gerade mit Blick auf die Verteidigungsausgaben hat es ja der Kollege Bender auch noch mal klar gemacht, dass Friedrich Merz jetzt eigentlich keine andere Wahl hatte, mit Blick eben auch auf die geopolitischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, genau. da jetzt eine Lösung zu finden. Die Argumente haben wir diesbezüglich schon ausgetauscht. Ich würde trotzdem noch mal gerne erinnern an die Frage vom Kollegen Bender. Der sagte, 2017 war das doch. Es war 2017, da hat Björn Höcke eine erinnerungspolitische Wende, 180-Grad-Wende gefordert. Und haben Sie damals mit dem Parteiausschluss verfolgt, sind damit gescheitert. Parteiausschluss, muss man immer sagen, ist auch nicht einfach. Heute sagen Sie, dieser selbe Björn Höcke, den könnte ich mir sogar als Minister vorstellen. Und auf die Frage, ob das nicht ein Widerspruch ist zu dem, was Sie 2017 betrieben haben, nämlich ein Parteiausschlussverfahren, sagen Sie, und das fand ich bemerkenswert, da habe ich mich damals geirrt, das war ein Fehler. Ist so eine harte Aussage, ich meine, da geht es ja um was. Ist das wirklich einfach nur ein kleiner Fehler? Oder ist das jemand, der eine Weltanschauung, ein Weltbild hat, von dem man sagen muss, nee, das wollen wir nicht. Und das wollen ehrlich gesagt auch Sie nicht, Frau Weidler. Und deswegen haben Sie ja dieses Parteiausschlussverfahren gegen ihn betrieben. Was ist passiert, dass dieser Mann, der das nie zurückgenommen hat, was ist passiert, dass Sie den plötzlich für ministrabel halten? Ich finde es sehr gut, dass Sie eigentlich Ihre eigene Frage beantwortet haben. Es war in der Tat ein Fehler. Es war eine... Nicht mehr. Es war eine... Ja gut, ich meine, das war vor 8 Jahren, 2017, das war im Lichte seiner Dresdner Rede. Ich habe diese Frage auch schon ganz oft beantwortet. Ich mache es gerne nochmal, weil das permanent auch in den Raum gestellt wird. Dieses Land hat zwar ganz andere Probleme, wir können gerne über Höcke reden, den ich tatsächlich... wir sind am Ende der Sendung, nein, gerne. Lassen Sie uns einfach über Höcke reden, weil es gar keine anderen Probleme gibt. So, ich beantworte Ihnen das gerne. Es ist ja wichtig zu verstehen. Nein, das mache ich ja gar nicht. Ich möchte es ja gerne ganz groß machen. Es geht ja und es geht ja auch um Sie, es geht um dieses Land und darum möchte ich gerne noch mal über Herrn Höcke sprechen, nicht wahr? So, das war im Lichte seiner Dresdner Rede, die mich damals schockiert hat. Und er konnte das sehr gut erklären. Und ich konnte Björn Höcke in der Zwischenzeit in den letzten Jahren sehr gut kennenlernen. Das stimmt, wir sind zusammengerückt. Ich halte sehr viel von Björn Höcke. Und der Mann möchte Ministerpräsident von Thüringen werden. Und er wird es auch. Und dabei unterstütze ich ihn nach Kräften, weil nämlich dann wird für Ordnung gesorgt. Endlich mal. Da wird Recht und Gesetz umgesetzt, so wie es die Menschen in diesem Land verlangen. Aber was hat sich denn in der Zwischenzeit geändert? Es ist alles in Unordnung geraten. Die CDU hat eine Herrschaft des Unrechts in diesem Land hat nie was davon etabliert. Zurückgenommen. Offene Grenzen, Rechtlosigkeit, es wird nichts mehr umgesetzt. Okay. Und jetzt noch dieses finanzpolitische Fiasko. Also seriöse Politik sieht anders aus. Aber jetzt haben Sie den Lehrpunkt nicht erklärt von Herrn Höcke. Darum werden die Wähler sich auch für die AfD langfristig entscheiden. Nicht mein Thema. Ich wollte einfach nur mal verstehen, was da passiert ist. Und in dem Zusammenhang eine letzte Frage. Maximilian Krah gehört jetzt auch dieser neuen Bundestagsfraktion an. Auch jemand, von dem Sie sich distanziert haben. Jemand, von dem Marine Le Pen sagt, er ist mir zu ekelhaft, das will ich nicht. Jemand, der sagt, Feministinnen sind grässlich und hässlich. Wie finden Sie so einen? Den haben Sie jetzt umarmt im Bundestag.
Ja, also grundsätzlich erstmal jeder in unserer Fraktion, der aufgestellt wird, der gewählt wird. Er hat sogar ein Direktmandat gewonnen. Die Wähler in Chemnitz finden das gut, was er macht. Ist Ihnen egal? Und dementsprechend ist das, also ich rede natürlich mit unseren Abgeordneten und dementsprechend wird sich Herr Krah genauso wie alle anderen Ist jemand, gegen den ermittelt wird, weil er Geld aus Russland bekommen haben soll? Ist jemand, in dessen Vorzimmer ein mutmaßlich chinesischer... Bitte? Ja, aus China. Das ist Nee, ja ist beides. Das ist beides. Wir können auch gerne über die nachgewiesenen China. Korruptionsskandale da in Ihrer Partei das stört sprechen. Sie, stört Sie nicht. Aber genau, das Ganze, das steht ja noch aus. Wissen Sie, alles, was da in den Raum gestellt wird. Ich finde, Herr Krah soll erst mal mitarbeiten und dementsprechend sich auch vernünftig einbringen. Und ich muss Ihnen eins sagen, ja bitte. Ja, eine letzte Frage in dem Zusammenhang. Es gibt einen, den Sie offensichtlich nicht für satisfaktionsfähig gehalten haben, Herrn Helfferich, Abgeordneter aus NRW, der als Fraktionsloser jetzt die ganze Zeit im Bundestag war, weil Sie gesagt haben, das wollen wir nicht. Der Mann, der sich als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet hat, auch der ist jetzt Teil dieser neuen Fraktion. Also, ist es egal, was der sagt? Schauen Sie, ich meine, wir haben das ja bei uns in den Gremien besprochen. Herr Helfferich wurde aufgestellt in Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 6. So, und dementsprechend ist er erstmal gewählt. Bei uns in der Fraktion, wir sind jetzt 152 Abgeordnete, wurde jeder aufgenommen, der gewählt wurde. Völlig legitim. Am letzten Mal nicht. Und dann Am letzten übrigens, Mal das, wurde Helfferich gewählt und saß dann fraktionslos im Bundestag. Ja, das möchte ich Ihnen ja jetzt auch gerade, weil Sie haben das ja auch, dieses Zitat erwähnt, das ist eine Fremdbezeichnung. Er hat das aufgenommen, wie Linke ihn bezeichnen, aus einem privaten Chat. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt. Ja, da können Sie lachen. Dementsprechend, also Sie haben als CDU sowas an Legitimität. Aber Sie bezeichnen sich ja selber als Nationalsozialisten Sie haben die mittlerweile. Leute, also Entschuldigung. Wenn Sie Leute in Ihre Fraktion aufnehmen, die sich selber als Nationalsozialisten bezeichnen. Sowas, das habe ich Ihnen doch gerade erklärt. Sie wissen doch, was eine Fremd- und was eine Eigenbezeichnung ist. Ja klar, da gibt es immer irgendwelche Ausreden. Aber das sind jetzt richtig die Probleme, die die Menschen hier bewegen. Ich glaube, wenn im Deutschen Bundestag jemand sitzt, der sich als Nationalsozialist bezeichnet, dann ist es in der Tat ein großes Problem. Ich habe doch gerade gesagt, das war eine Fremdbezeichnung. Laden Sie ihn doch ein und fragen Sie ihn doch einfach Sie haben selbst. frühere NPD-Leute in Ihrer Fraktion. Also ich frage mich, wo ist eigentlich Herr Seifert war doch in der NPD-Jugend zum Beispiel. Ich weiß nicht, waren Sie in der NPD-Jugend? Das ist ja schon... Wie bitte, wer soll in der... Was? Herr Seifert. Ich? Nee, nicht Sie. Nein, ich meine, können Sie sich, was haben Sie für einen Bezug zu jemandem, der in der NPD-Jugend war? Das ist doch eine Fehlentscheidung, die man nicht mit Naivität dann entschuldigen kann. Das ist doch, wo ist überhaupt die Grenze der AfD? Das frage ich mich seit Jahren. Überhaupt niemand hat das irgendwie, was denn, wie immer weiter? Wir sind bei immer radikalere Kräfte dürfen bei Ihnen unterkommen. Die Leute wählen uns. In Ostdeutschland im Übrigen das ist anscheinend das sind wir Kriterium. jetzt doppelt so stark wie die CDU. Weil die Leute einen sehr genauen Riecher haben. Sie haben wirklich die Nase voll. Sie wollen eine vernünftige Politik haben. Da können Sie hier noch mir irgendwelche Zitate um die Ohren knallen und sonst irgendwas aufwarten. Schauen Sie, es interessiert niemanden mehr. Erfolg ist doch keine und Haltung. vor allen Dingen die Leute, die Menschen in diesem Land wollen Lösungen haben. Und wir haben heute Abend wunderbar gesehen, dass die CDU das nicht kann. Da muss man sich auch an die eigene Nase fassen. Okay. Das ist alles nicht mehr ernst zu nehmen. Also ich glaube, dass es anders ist, Frau Weidel. Ich glaube schon, dass es die Leute interessiert und es nicht egal ist, wer da sitzt und ob irgendwelche Zitate gefallen sind oder dann nicht. Gucken Sie sich mal die des anderen Geistes Parteien Kind die Leute sind. Ja, aber heute sitzen ja Sie hier und heute beschäftigen wir uns Fragen mit Sie doch Ihnen. mal Herrn Klingenball nach der Antifanten-Vergangenheit. Das nächste Mal, wenn er hier sitzt. Der Koalitionspartner von der CDU. Sehr, sehr gerne. Aber ich entnehme der Tatsache, dass Sie auf seine Frage, gibt es irgendwo eine Grenze, nicht bereit sind, eine Grenze zu ziehen. Wir haben doch dass es offenbar Parteistatute, natürlich. egal ist. Nein, wir haben Statute. Naja, jemand, Oder die der wird 20... sich gehalten. Ja, ich halte es noch mal fest. Helfferich sitzt 2021 im Bundestag, sitzt dann dort 3 Jahre lang fraktionslos, weil Sie sagten, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Jetzt im Jahr 2025 ist er plötzlich Teil Ihrer Fraktion und das erzählt er etwas. So, das ist das ganze Ding. Also...